Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und in diesem Video wollen wir uns dem zweiten Teil von Kapitel 8 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzonen, warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, widmen. Und wenn du das Video mit dem ersten Teil noch nicht gesehen hast, verlinke ich es dir hier oben. Schau es dir zuerst an. Es ist genauso wie dieses ein Video, das deine ganze Welt verändern wird. Denn das Thema sowohl des ersten Teils als auch des zweiten Teils ist der wichtige Unterschied zwischen den Konzepten Dualität und Polarität und warum die Erkenntnis dieses Unterschieds deine ganze Welt verändern kann. In diesem zweiten Teil wollen wir uns noch weitere Aspekte dieses Themas anschauen und außerdem praktisch auf unseren Alltag, auf unser Leben anwenden und schauen, wie Polarität dich befreien kann und wie du die Illusion der Dualität loslassen kannst und was das für dich im Alltag bedeutet. Mit konkreten Übungen und Beispielen dazu. Insofern wünsche ich dir jetzt viel Inspiration, viel Freude, viele Aha-Momente mit Teil 2 von Kapitel 8 Licht wirft keinen Schatten über den Unterschied zwischen Dualität und Polarität. Armin Risi beschreibt den wichtigen Unterschied zwischen Dualität und Polarität und die entscheidende Rolle, die wir bei seiner Wahrnehmung spielen, aus einem anderen Blickwinkel, aber mit den gleichen Konsequenzen folgendermaßen. Zitat: Das Gute steht in Resonanz mit Gottes Willen, wohingegen das Böse sich selbst davon abtrennt und abspaltet, so wie die symbolische Dunkelheit vom Licht. Das Gute definiert sich nicht durch sein Gegenteil, sondern durch seine Entsprechung mit der göttlichen Ordnung. Mit anderen Worten, das Gute kann aus sich selbst heraus existieren, das Böse hingegen ist eine Verneinung der göttlichen Ordnung. Nicht das Licht erzeugt die Dunkelheit, sondern die Kräfte, die sich aus eigener Initiative vom Licht und damit auch von der göttlichen Liebe trennen. Zitat Ende. Höre also auf, dich von der natürlichen göttlichen Liebe abzutrennen und fange an, dein Leben im Licht deiner wahren Komfortzone zu leben. Und solltest du zwischendurch einmal zweifeln an der Möglichkeit und tatsächlichen Wirklichkeit eines solchen Lebens, dann erinnere dich an Folgendes. Licht wirft keinen Schatten. Leuchte einmal mit einer Lichtquelle, beispielsweise einer Taschenlampe, auf eine brennende Kerze. Du wirst feststellen, dass nur die Kerze einen Schatten wirft, die Kerzenflamme aber nicht. Dies ist ein eindrucksvolles und wunderbares Sinnbild für die Natürlichkeit und eigentliche Allgegenwart deines göttlichen Selbst, die ihren Ausdruck in deiner wahren Komfortzone findet. Oder wie weiter oben bereits einmal gesagt, ein Leben in der großen Kraft deiner Komfortzone ist nicht nur möglich, sondern dein natürlicher Zustand und dein Geburtsrecht. Lass uns diese Erkenntnisse nun in der Praxis anwenden. Dazu möchte ich dich noch einmal an die Emotional Guidance Scale nach Abraham Hicks aus Kapitel 4 erinnern und die dort ausgesprochene Einladung wiederholen, von nun an ein bewusster Genießer, eine bewusste Genießerin angenehmer Gefühle zu werden. Denn wie du weißt, gilt ja, Licht wirft keinen Schatten. Und das heißt in diesem Fall, dass du dich im Grunde tatsächlich immer gut fühlen kannst. Die Wahrheit und das Geheimnis dahinter lauten, es darf und kann alles Genuss sein. Was meine ich damit? Ganz einfach. Polarität ist ein natürliches und nützliches Phänomen, mit dem du die Macht über deine Gefühlsskala und damit deine Schwingung immer in deiner Hand behalten kannst, wenn du sie nicht mit Dualität verwechselst. Und der Schlüssel dazu liegt natürlich wiederum genau in deiner Komfortzone. Frage dich in jeder Situation immer wieder, was fühlt sich jetzt gerade gut und stimmig an? Wo ist hier jetzt gerade meine Komfortzone? Und da gehst du hin. Was braucht mein System jetzt gerade?
Und das gibst du ihm. Denn du selbst bist in jedem Augenblick der Schöpfer, die Schöpferin deiner Schwingung. Ein Beispiel. Es gibt Momente oder sogar ganze Tage, an denen du einfach müde und nicht wirklich fähig bist, besonders produktiv zu sein. Kennst du vielleicht? Wenn du in solchen Momenten nun so etwas denkst wie, na toll, ich wusste ja, dass ich irgendwann versagen würde, es konnte ja nicht immer so weitergehen, dass ich motiviert und voller Energie bin, aber naja, das Leben ist halt ein Auf und Ab, da muss ich jetzt eben durch und so weiter, dann begibst du dich damit an einen recht unwirtlichen Ort. Du bist dann nämlich dem Dualitätsmissverständnis anheimgefallen, hast deine Macht daran abgegeben, dich aufgrund dessen selbst verurteilt und wirst dich dadurch höchstwahrscheinlich miserabel fühlen und dir letztlich selbst sogar noch viel mehr Energie entziehen. Hebst du jedoch die Verwechslung auf und erinnerst dich, dass Dualität im Grunde eine Illusion ist, während Polarität ein nützliches und natürliches Phänomen ist, erkennst du, wie heilsam die vorliegende Situation eigentlich ist. In unserem Beispiel würde es sich dann nämlich schlicht um die natürliche Polarität zwischen Aktivität und Ruhe oder Tag und Nacht handeln. Und auf dieser Grundlage bist du plötzlich wieder in der Lage, die Situation aktiv zu gestalten und das Ganze aus der liebevollen Präsenz deines wahren göttlichen Selbst heraus zu betrachten, welches weiß, die Wahrheit liegt immer in deiner Komfortzone. Dann fragst du dich entsprechend, was braucht mein System denn jetzt gerade, um sich wieder gut zu fühlen? Was stimmt denn jetzt gerade für mich? Und dann lausche ganz offen und unvoreingenommen auf die Antwort. Sie wird definitiv kommen. In unserem Beispiel könnte die Antwort dann etwa lauten Ruhe, Rast und Entspannung. Und anstatt dich dann weiter in die entgegengesetzte Richtung zu zwingen, etwa indem du glaubst, unbedingt aktiv bleiben und zum Beispiel die Unterlagen für die Steuererklärung noch heute zusammensuchen zu müssen oder ähnliches, begibst du dich lieber dankbar in deine momentane Komfortzone. Du vertagst die Steuererklärung auf morgen und machst es dir stattdessen mit einem guten Buch oder Film auf der Couch gemütlich, in dem Wissen, dass das natürliche, polare Gleichgewicht von Ruhe und Aktivität in idealer Weise für dein Wohlbefinden sorgt und zugleich auch noch deine Effektivität gewährleistet. Denn die Vorbereitung der Steuererklärung wird dir am nächsten Tag, ausgeruht mit frischer Energie und guter Musik, sicherlich 10-mal leichter und besser von der Hand gehen. Dies mag ein recht banal wirkendes Beispiel sein, aber es veranschaulicht die tatsächlich in jeder Situation richtige Vorgehensweise, die dich immer zum Erfolg führen wird. Achtsamkeit in Bezug auf deine wahre Komfortzone, kombiniert mit einem klaren Bewusstsein für das natürliche Phänomen der Polarität, die eben nicht gleich Dualität ist. Dies ist der Schlüssel zu einem gelingenden Leben im Einklang mit dir selbst. Du hast also nun verstanden, dass Polarität und Dualität keineswegs dasselbe sind, dass Polarität ein nützliches und konstruktives, natürliches Phänomen ist, während Dualität lediglich ein menschengemachtes Konstrukt ist, das jederzeit veränderlich und überwindbar ist. Hervorragend, denn damit kannst du jetzt eine neue Denkweise für dich freischalten, eine, die sehr förderlich für dein allgemeines Wohlbefinden sein wird. Die Implikationen, die sich aus den wichtigen Erkenntnissen dieses Kapitels ergeben, können deine Welt grundlegend verändern und den Weg in deine wahre Komfortzone endgültig freimachen. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich dir noch eine kleine Übung mit auf den Weg geben, mit der du einfach überprüfen kannst, ob dich in einer Situation etwaige selbstgesetzte Spielregeln in Bezug auf Dualität und Polarität davon abhalten, ein Leben in der großen Kraft und Freude deiner wahren Komfortzone zu führen. Übung. Dein Geburtsrecht annehmen. Hast du das Gefühl, unbewusste Glaubenssätze, entstanden aus der fehlenden Unterscheidung zwischen Polarität und Dualität, könnten dich eventuell daran hindern, in einem oder mehreren Bereichen deines Lebens deine wahre Komfortzone zu betreten und dein Leben aus ihrer großen Kraft heraus zu leben? Könnten diese Glaubenssätze vielleicht dazu geführt haben, dass du glaubst, ein Leben in deiner Komfortzone sei gar nicht möglich? Oder du hättest ihre große Freude und Leichtigkeit nicht verdient? Wenn du denkst, das könnte der Fall sein, dann stelle dir die folgenden Fragen in Bezug auf jeden Impuls, jede Situation oder Vision, die dir dazu gerade in den Sinn kommt. Habe ich das Recht? Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich die Macht?
Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich den Wunsch? Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich den Willen? Punkt, Punkt, Punkt. Ergänze jeweils an der Stelle des Punkt, Punkt, Punkt das, was du tun, erleben, fühlen oder erschaffen möchtest. Dann beantworte alle Fragen ganz spontan und ohne zu zögern. Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit Nein beantwortet hast, dann erforsche den Grund dafür. Welcher Glaubenssatz, welche Spielregel liegt dem zugrunde? Ändere dann gegebenenfalls den Glaubenssatz, indem du ihn bewusst umprogrammierst und ihn in sein Gegenteil umwandelst und dieses laut aussprichst, aufschreibst und immer wieder klar und mit bewusstem Fokus daran denkst, wie in Kapitel 3 beschrieben. Wow, du hast deine wahre Komfortzone und ihre große Kraft nun schon ziemlich gut kennengelernt. Hast angefangen, sie zu pflegen, zu stärken und immer mehr in deinem Leben zur Entfaltung zu bringen. Du hast die Welt in deinem Inneren nun für dich erschlossen und die so wichtige und fruchtbare Beziehung zu ihr wird dein Leben nach und nach in seine beste Version verwandeln. Aber was ist mit deiner Beziehung zu der Welt da draußen? Was mag dich erwarten, wenn du nun die ersten zarten Schritte in deiner wahren Komfortzone machst und damit hinausgehst in die Welt, in deinen Alltag? Damit wollen wir uns im nächsten Kapitel befassen. Ja, das war der zweite Teil von Kapitel 8 meines Buches, die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und wie du nach diesen beiden Videos, diesen beiden Teilen vermutlich selber festgestellt hast, ist dieses Thema ein ganz, ganz entscheidendes, mitunter eines der wichtigsten Themen, dem man sich widmen kann und eine der wichtigsten Erkenntnisse, mit der man seine Welt verwandeln kann. Ich freue mich sehr, dass du diese beiden Videos nun angeschaut hast und dass wir nun schon so weit gekommen sind auf unserem gemeinsamen Weg hin zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone in dein bestes Leben. Und im nächsten Video dieser Serie wollen wir uns einmal anschauen, wie wir damit umgehen, wenn wir nun hinausgehen in die Welt und dort auf alles Mögliche treffen, was mit unserer wahren Komfortzone unter Umständen nicht ganz kompatibel ist. Das ist ein spannendes Thema, ein wichtiges Thema, was wir uns im nächsten Video anschauen wollen, mit dem Titel Ich und die anderen, wie du deinen Weg gehst und warum das von entscheidender Bedeutung ist. Damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn dieses nächste Video in dieser Serie erscheint, abonniere doch am besten den Kanal, aktiviere die Glocke und außerdem, wenn dir dieses Video gefallen hat und du dich inspiriert fühlst, lass gerne ein Like da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und außerdem würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du mit mir in den Kommentaren teilen würdest, wie du die Prinzipien Dualität und Polarität in deinem Alltag anwendest und nach Anschauen dieser Videos jetzt vielleicht neu darüber denken kannst und wie deine Welt, dein Leben sich dadurch vielleicht bereits gewandelt hat. Ich freue mich sehr darüber und bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir jetzt eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl. Alles Liebe.